Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Where the hell did he get a damn? I don't know. Friendly poke from Mjolnir, wench. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not... Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. A week now, are we? Okay. Well, things are unraveling fast, aren't they? Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Krasse Sache. You could come out and beat our wrinkled adult diapered asses for us, since you're so tough, Birch. Steph, komm ich We jetzt were noch. on the road, man. Ja, wir wollen in Hartman. Wo war das nochmal? War es hier? War hier unten dann wahrscheinlich, ne? Nein, war es nicht. Okay. Ah, okay. War das oben? He's probably kidding, Birch. He's got a great sense of humor. Just ask Sinclair. Children of the Elder God, scourge your light upon the dawn. War es doch hier? Anderson, okay. Irgendwie, wo war denn sein Büro? Hier war es ja anscheinend nicht. Ach so, okay. Weird. Ah, okay, das ist das Büro vom Hartman. Nee. Do you have any idea how much trouble you're in? I am famous. I represent a celebrity. Okay, hier sind auf jeden Fall die ganzen Bilder von dem Zeichner. Das sieht sehr düster aus. Wölfe im dunklen Schatten. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Okay, hören wir uns das sofort Hartman an. wasn't happy. Ahmad could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He
Tell me, Mrs. Wake, what would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes, and I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Interessant, also den Anruf hat es dann tatsächlich gegeben. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Barry? Ow! About time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war's wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al, lass los! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Whoa. Presence would be on me in a moment. I had to find a way out. Upsi. Okay, da geht's nicht lang, da geht's nicht lang. Ich sollte mir den Generator anmachen.
Ah, okay. Sehr schön. Aber gut, wenn sich Probleme von alleine lösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Muss ich hier doch mal machen? Oder muss ich ihn nur so lange beschäftigen, bis ich hier rauskomme? Frage ist nur, wie ich hier rauskomme. Au. So, sorry für die kleine Unterbrechung. Es geht weiter. Wir flüchten aus der Klinik. Wenn wir das hinkriegen. Au. Okay, pass auf. Ich glaube, ich muss es nochmal anstellen. Damit wir auch... So, die Frage ist halt nur, an welcher Seite können wir hier die Klinik verlassen? Ah, okay, hier ist es auch nicht. Hier? Au. Dann geht's wahrscheinlich hier raus. Um nicht zu sagen hier raus. Okay, eine Leuchtfackel. Wir haben eine einzige Leuchtfackel. Allein die Taschenlampe fehlt uns. Und 2 Bären versperren uns den Weg. Au, okay. 2 dunkle Bären versperren uns den Weg. Alles versperrt uns den Weg. Wie kommen wir jetzt hier raus? Okay. Seriously. Okay. Mit der Leuchtfackel müssen wir hier die Bären töten? I think so. Ist noch eine Seite, die nehmen wir natürlich noch mit. Okay, dann nichts für raus hier. Wow. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on Moment, hier waren 2 Seiten, die wir noch nicht Hartman haben. followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Okay, so die Seite, dann können wir die nochmal. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Okay. Kommt jetzt hier... Ja, okay, ich wollte gerade sagen, kommt hier... nochmal hier durch, dann ist die Tür auf, vermutlich. Okay, ich muss dem ein Ziel darbieten. Also hier zum Beispiel. Ja, ist klar. So, dann sollte ich jetzt aber gucken, dass ich hier irgendwie Land gewinne. Au. Wow.
Okay, dann gehen wir hoch. Die Frage ist halt wirklich so... Au, 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 au! Ja, ach, wie letten. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Okay, dann probiere ich mal hier rauszugehen. Okay, da komme ich auch nicht raus. Hier? Ich schätze, dann muss der mir wahrscheinlich die Tür aufmachen hier. Dann kommen wir her. So, ist er hier auf mich fixiert. So. Okay, er muss ja durchkommen. Ich frage mich halt, ob ich dem ausweichen kann. Oh. So. Muss ich dem hier ein Ziel bieten, aber das ist natürlich... Ah, Alter, wie soll ich dem denn ausweichen? Dude, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aha. Okay, ja, vielen Dank für nix. Das Problem ist, wegen dieser ganzen wegen dem ganzen Kram hier, den es auch einzusammeln gibt, wie alles, was hier rumliegt, kann ich jetzt nicht sofort zu Ellen gehen. Das ist so ein bisschen antiklimaktisch, weil es super spannend war und eigentlich müssten wir jetzt hier vom Verlauf der vom gesamten Ablauf hier, von dem was wir gerade erlebt haben, wäre es eigentlich viel cooler, wenn wir jetzt zu Barry losstürmen können, aber nein, hier liegt noch eine Thermoskanne, deswegen muss man jetzt hier total analytisch den ganzen Platz absammeln, weil nicht nur eine Thermosflasche hier liegt, sondern möglicherweise auch noch eine wichtige Seite hier versteckt sein könnte. Eine wichtige Manuskriptseite oder Lauren Miller 89 suspendiert. Lauren Miller suspended. Okay. Wow. Hier sowas. Weil wir können jetzt hier in aller Ruhe alles abgehen, aber das passt irgendwie nicht zum Ton der Situation halt. Aber es lohnt sich, weil wir finden Sachen für die Taschenlampe und I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh God! Look at the house, Al. Look out! wow. So, eine Tür ist weg, das reicht uns. Da sind noch ein paar Leuchtfackeln und Batterien. Ja, das Haus sieht nicht gut aus, das stimmt. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Aber einen Checkpunkt haben wir erreicht. So, das heißt, ich muss jetzt hier durch dieses durch den Irrgarten, durchs Labyrinth. Hier irgendwo eine Seite versteckt. Nein, das ist nicht. Alles klar. Zack. Ja, Mazes. Wie schön, wie gut man hier Dinge verstecken könnte. Und die tun das auch. Ich hab dich gesehen, mein Junge. So, hier Sackgasse, alles klar. Hier wollte ich eh nicht lang. So, hier. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Manuskriptseite, die wir nicht übersehen wollen. Das ist so ein kleiner Pimp. So, hier geht es aber anscheinend weiter. Und die Manuskriptseite lese ich, wenn wir hier durch sind. Don't trust Emil.
Okay, also, wir wollen Emil nicht trauen. Emil ist der Psychiater, das heißt, irgendwie ist der nicht vertrauenserweckend. So, hier sind wir reingekommen. Ich wollte mich hier lang, hier geht es nämlich auch noch lang. Aber hier ist eine Sackgasse, alles klar, gut. Ja, Don't Trust Emil, das ist natürlich jetzt... Also, da ist man natürlich jetzt auch als Spieler extrem verwirrt und weiß nicht so recht, was man jetzt glauben soll, kann, darf und was nicht. Wie zum Beispiel, also, weil zugegeben, das, was Emil sagt, macht natürlich auf einer gewissen Ebene auch Sinn, aber weil es kann natürlich sein, dass wir vor unserem eigenen, ja, ich weiß. Shit. Okay, das ist ja auch eine Sackgasse. Ja, dass wir uns hier eine Traumwelt aufgebaut haben und wir sozusagen vor uns selber flüchten. Alter. Jo. Okay, eine Batterie werde ich schon mal einsetzen hier. Alles klar. Ich glaube, ein Schuss aus der aus dem Gewehr ist so viel wie 3 Schüsse aus der Pistole. Glaube ich. Haben wir es jetzt hier alles gesehen? Nein, haben wir nicht. Und ich bin froh, dass ich hier lang gegangen bin, weil hier noch eine weitere Manuskriptseite liegt. Oh boy, hoffentlich haben wir jetzt alles. Weil hier ist der Ausgang. Na? Hä? War hier nicht der Ausgang? Jetzt habe ich mich selber ein bisschen verirrt, muss ich gestehen. Ne, hier ist... Ne, alles klar. Okay, einen Gedanken muss ich später noch weiterführen. Weil ich als Spieler auch jetzt total verwirrt bin. Was jetzt hier, was Sache ist. Ich weiß selber nicht mehr, wem ich glauben kann, ob ich mir selber glauben kann. Ob ich dem glauben kann, was in Gelb geschrieben ist und wenn ich dem Gelb geschrieben glauben kann, wer hat das geschrieben? Ist das Thomas Zane? Oder ist es unser Unterbewusstsein, das uns suggeriert, da okay. Ah, hier. Guck mal hier. Pass auf, Junge, hier. Friss! Friss! Mist. Alles klar. Wow. Das kostet ja aber ganz schön Munition hier von der Taschenlampe. Diese Krähen hier abzuwenden. So, dann wollen wir mal uns dem, wo sind sie? Hier. Wir haben einen Schuss und wenn die kommen, dann gute Nacht, ihr Scheißvögel. Pam! So, das war's dann hoffentlich. So, denn wir haben sonst nichts mehr.
Hier, der kleine Jogger hier. Hallo? Ich habe auf den Trigger gedrückt. So. So, wie gesagt, wenn wir ein bisschen mehr Ruhe haben, was jetzt vielleicht gleich der Fall ist, keine Ahnung, dann können wir uns nochmal die Seiten durchlesen, die wir gefunden haben. Und hier haben wir bestimmt irgendwo noch eine Thermoskanne versteckt, die Säcke. Oder einer fiesen Stelle hier. Ne, haben sie nicht. Aber ich bin stolz auf sie, auf die Entwickler. Ach ja. So. Liegt hier noch irgendwas rum? Nee. Das scheint mir noch ein Checkpoint zu sein. Das sind wieder Rahmen, aber hier gibt es bestimmt noch irgendwie... Genau. So, ein Manuskriptseite. Ja, dann haben wir doch jetzt einen guten Zeitpunkt, hier die 3 Seiten zu lesen. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-size stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Nice. Uns erwartet ein Rockkonzert oder was? So. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Wow. Das sind eher kleine. Die lassen wir... wow. Oder? Come on. Das klappt halt nicht immer mit dem Ausweichen. Das ist so ein bisschen anstrengend. Nummer 1, 2. So, dann wie viele Schüsse haben wir hier? Ja. Liegt hier was hinter den Steinen? Thermoskanne, Manuskript? Nein. Und Leuchtweckelchen. Autsch. Schon wieder so ein Ding. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down.
Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Wow. Emil made Tom do it. Emil made Tom do it. Emil hat es Tom tun lassen.